Im heutigen Video vergleiche ich Nike mit seinen 6 wichtigsten Wettbewerbern Adidas, Puma, Lululemon, Under Armour, On Running oder der sehr aufstrebenden Marke Enter Sports aus China anhand der 5 wichtigsten Finanzkennzahlen sowie zentraler Elemente wie Marktanteil, Umsatz oder Gewinn. Ich zeige euch, wer aufholt und was Anleger beachten sollten. Viele glauben, Nike dominiert die Sportartikelbranche uneinholbar, doch aktuelle Daten zeichnen ein differenziertes Bild. Nike hält zwar den größten Markteinteil, verliert aber leicht Boden. So sank Nikes Anteil am globalen Sportswear-Markt von etwa 17,1% im Jahr 2022 auf 16,4% im Jahr 2024. Sieht man sich den Schuhgeschäftanteil am Gesamtumsatz der Unternehmen an, sehen wir, dass On Running 100% nur Schuhe verkauft, während Anta Sports oder Nike ca. 70% des Gesamtumsatzes durch den Verkauf von Schuhe verdient. Während hingegen zum Beispiel Lululemon nur 5% des Gesamtumsatzes mit Schuhen verdient oder Under Armour auch nur 26%. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Marco und ich freue mich, dass du mit mir in die faszinierende Welt der Aktien und Finanzen eintauchst. Und jetzt geht's los mit dem Video zu Nike und seinen Wettbewerbern. Während Nike nominal der Branchenprimus bleibt, gelangen aufstrebende Marken in den Fokus. Challenger-Labels wie das Schweizer On Running und Deckers Hoka wachsen rasant, vor allem im Laufschuhsegment. On erzielte 2024 bereits umgerechnet ca. 2,5 Milliarden US-Dollar und expandiert weltweit. Auch Lululemon aus Kanada verzeichnete 2024 über 10,45 Milliarden US-Dollar Umsatz, dank starker China-Geschäfte. Und zuletzt ist noch Enter Sports zu nennen. Diese Marke kommt aus China und ist für mich ein geheimer Gigant mit ca. 10 Milliarden US-Dollar Umsatz. Traditionelle Rivalen wie Adidas steigerten ihren Umsatz zwar auf 23,68 Milliarden US-Dollar, kämpften aber mit einem geringen Gewinn von nur rund 760 Millionen US-Dollar. Puma kam auf 8,82 Milliarden US-Dollar Umsatz, während Under Armour aus den USA kleiner bleibt mit knapp 5,7 Milliarden US-Dollar Umsatz im Jahr 2024. Im Umsatzranking belegt On den 7. Platz, gefolgt von Under Armour. Das Unternehmen Puma aus Deutschland rangiert auf dem 5. Platz mit einem Umsatz von 8,8 Milliarden US-Dollar. Auf dem 4. Platz stark aufstrebend Enter Sports aus China. Davor noch Lululemon aus Kanada. Und den 2. Platz belegt Adidas. Auf Platz 1 ist Nike mit einem Umsatz von 51 Milliarden US-Dollar und somit mehr als doppelt so viel als der Zweitplatzierte. Ihr müsst unbedingt die 5 wichtigsten Finanzkennzahlen für die Branche von Nike und seinen Mitbewerbern kennen. Zunächst einmal sehen wir uns die Bruttomarge bzw. Gross Margin an. Anschließend schauen wir uns den Lagerumschlag bzw. die Inventory Turnover an. Drittens auch noch den Free Cashflow bzw. die Free Cashflow Yield. Weiter geht es mit dem Umsatzanteil des Direct-to-Customer-Bereichs und schließlich der Return on Invested Capital. Also, beginnen wir mit der Bruttomarge, der Gross Margin. Warum ist diese wichtig? Sie zeigt nämlich, wie profitabel das Kerngeschäft ist, besonders in der Markenwelt mit hohen Aufschlägen, wie zum Beispiel bei Nike. Die Benchmark bei Nike ist eine konstant hohe Marge von ca. 44 bis 46% trotz globaler Krisen. Im Vergleich dazu liegt Adidas bei ca. 47%, Puma oder Under Armour bei 46% und On deutlich niedriger. Essentiell ist auch der Lagerumschlag bzw. der Inventory Turnover. Warum? Nike hat ein riesiges physisches Produktsortiment. Eine schnelle Lagerrotation zeigt Nachfrage, Effizienz und Krisenresistenz. Gut ist ein Wert von 4 bis 5 Mal Lagerumschlag jährlich, was typisch für gesunde Marken ist. Zu niedrige Werte deuten auf einen Lagerstau hin. Nike liegt aktuell bei einem Lagerumschlag von ca. 4 Mal pro Jahr. Das ist führend im Benchmark-Bereich. Weiter geht es mit dem Free Cashflow. Warum? Er zeigt nämlich, wie viel echter Barmittelüberschuss nach Investitionen bleibt. Extrem wichtig bei kapitalintensiven Supply Chain Management. Die aktuelle Free Cashflow Yield bei Nike liegt bei 6,45%, was ein solides Niveau im Branchenvergleich ist. Aus der Investorensicht, je höher, desto besser. Cash ist König. Der Vergleich zeigt, Puma liegt ungefähr bei 13%, Adidas bei ca. 6% und Lululemon bei um die 3%.
Enorm wichtig ist auch der Direct-to-Consumer-Umsatzanteil. In dieser Branche zeigt er Markenstärke und Unabhängigkeit von Zwischenhändlern, da die Sportartikelhersteller hier direkt an den Konsumenten verkaufen. Ein hoher DTC-Anteil bedeutet also bessere Margen und stärkere Kundenbindung. Bei Nike ist dieser Anteil im Jahr 2024 bei ungefähr 44% gewesen, Tendenz steigend. Im Vergleich dazu fast 100% DTC-Anteil hat Lululemon und On Running, die zum Beispiel ihre Produkte direkt an den Kunden hauptsächlich verkaufen. Adidas und Puma sowie Enter Sports liegen bei ca. 30-40%. Last but not least ist der Return on Invested Capital Wert entscheidend. Warum? Er zeigt, wie effizient das Unternehmen das eingesetzte Kapital in echten Gewinn umwandelt. Sehr wichtig für alle unter euch, die nach Buffett- oder Lynch-Kriterien handeln. Nike hat einen Wert von ca. 28%, extrem stark. Im Vergleich dazu liegt Lululemon bei 35% als Spitzenreiter in dieser Reihe. Enter Sports liegt bei ca. 23%, On Running bei 15%, während hingegen Puma und Adidas abgeschlagen auf ca. 9 oder 4% liegen. In dieser Übersicht habe ich euch alle 5 wichtigen Finanzkennzahlen dargestellt, sofern die Daten vorlagen. Links sehen wir, dass die Bruttomarge ähnlich im Bereich von ca. 45% liegt. Die höchste Inventory-Turnover-Rate hat Nike als Branchenprimus mit 4 Mal pro Jahr. Die höchste Free Cashflow Yield aktuell hat Puma mit ca. 13%, während hingegen der Direct-to-Consumer-Anteil am höchsten bei den Marken Lululemon und On Running bei fast 100% liegt. Und den höchsten Return on Invested Capital hat nach aktuellen Daten Lululemon mit ca. 35%, während andere mit ca. 28% Nike bzw. 23% Enter Sports auch in einem sehr guten Bereich liegen. Hier habe ich euch die Bruttomarge oder auch Gross Margin genannt über die letzten 10 Jahre im Vergleich herausgepickt. Wir sehen, dass Enter Sports die besten Steigerungsraten aufweist, da sie sich stetig von 45% auf ca. 60% verbessert haben, während hingegen Nike oder auch Adidas im Bereich von 45% ca. stetig geblieben sind. Und auch den Vergleich des Free Cashflows seht ihr hier in einer 10-Jahres-Darstellung. Nike verweist hier die besten Raten auf, da ihr Free Cashflow Wert am höchsten ist bei ca. fast 7 Milliarden US-Dollar. Beim Return on Capital Employed Wert seht ihr im 10-Jahres-Vergleich, dass Lululemon mit einem herausragenden Ergebnis von fast 45% Spitzenreiter ist, während hingegen Enter Sports und Nike sich im direkten Vergleich bei ca. 25% den zweiten Platz teilen. Im Markt der Sportartikelhersteller behält Nike mit rund 16% Marktanteil die Führung, dahinter liegt Adidas bei ca. 9% und es folgt darauf Enter und Puma. Der Gesamtmarkt ist groß genug für mehrere Gewinner. Nike verliert zwar etwas Dynamik, bleibt aber unangefochten an der Spitze. Nike bleibt der Branchenprimus, allerdings mit Problemen. Sie investieren enorm in Marketing und wollen ihren Direct-to-Consumer-Umsatzanteil erhöhen. Allerdings haben sie aktuell auch wieder eine Partnerschaft mit Amazon eingegangen, wie wir im Folgenden sehen werden. Dank der Budgets genießt die Marke Nike weltweit größte Bekanntheit. Allerdings stimmt derzeit das Wachstum nicht mehr, da in Q1 2025 Nike einen Umsatzrückgang von ca. 10% verzeichnet hatte, der stärkste Einbruch seit 4 Jahren. Später werden wir uns die Earnings nochmal genauer ansehen. Und jetzt kommen wir zu den brandaktuellen Earnings vom 26. Juni 2025 beim Unternehmen Nike. An den gelb gehighlighteten Stellen könnt ihr erkennen, dass Nike sowohl bei den Full-Year Revenues als auch bei den Umsätzen vom 4. Quartal starke Umsätze zu verzeichnen hatte, wie auch in dem Nike Direct-to-Consumer Segment von 14% und auch im Wholesale Revenue Segment von 9%. Warum ist die Aktie heute trotzdem vorbörslich fast zweistellig angestiegen? Weil die Erwartungen übertroffen wurden. Die Investoren hatten mit noch schlimmeren Zahlen gerechnet. Im Weiteren beschäftigen wir uns nun mit diesen Kennzahlen. Diese Belastung kommt vor allem durch die sinkenden Verkäufe im Nordamerika-Segment und die rückläufigen Digitalumsätze. Im Vergleich zu Adidas zum Beispiel bleibt aber Nike trotzdem der Branchenprimus, da Adidas mit nur halb so hohem Umsatz trotzdem nur sehr geringe Gewinne aufweisen und eine Marge von 3% erzielen. Puma kam auf noch weniger Gewinn von ca. 280 Millionen US-Dollar. Nike ist also bei den Gewinnmargen aktuell robuster, als viele gedacht hatten, verliert aber im Jahresvergleich leicht an Boden.
Hier erkläre ich euch die zwei wichtigsten Umsatzkanäle von Nike. Zum einen sind die Sales to Direct Customers zu nennen, die also Nike durch eigene Kanäle wie zum Beispiel ihre Webseiten oder Apps oder physischen Geschäfte an die Kunden verkauft. Die Sales to Wholesale Customers ist also der Verkauf von Produkten in großen Mengen an Einzelhändler wie zum Beispiel Onlinehändler wie Amazon oder auch Kaufhäuser bzw. andere Sportartikelhersteller. Aktuelle Meldungen aus dem Mai 2025 zeigen, dass Nike nach längerer Abstinenz nun wieder mit Amazon kooperiert. Somit wird der Umsatzanteil des Wholesale-to-Customer-Segment weiter erhöht. Betrachten wir nun den Marktanteil allein im Segment der Schuhe, so können wir eine langfristige Tendenz erkennen. Nikes Marktanteil fällt, während Konkurrenten wachsen. Die Daten zeigen, dass Nike seit 2015 im Sportschuhbereich von ca. 28,8% auf ca. 26% Marktanteil gefallen ist. Betrachten wir uns die kurzfristigen Tendenzen, so sehen wir, dass Nike weltweit mit einem Anteil von 14 bis 16% Marktführer ist, gefolgt von Adidas bei rund 9% und Puma sowie Enter Sports bei ca. 3% Marktanteil. Kleinere Marken wie On Running aus der Schweiz kommen auf noch unter 1%. In der Gesamtschau kann man folgende Muster im Wettbewerbsfeld erkennen. Adidas drängt weiter auf den US-Markt und meldet leicht steigende Umsätze, bleibt aber noch fern von Nike. Puma setzt verstärkt auf Lifestyle- und Fußballkollektionen, bleibt aber im Kernsegment kleiner. Under Armour kämpft in den USA weiter, zeigt jedoch kaum internationales Momentum, während Lululemon sich als Lieblingsmarke für jüngere Kunden in Nordamerika einnistet und zu ernsthafter Größe im Premium-Sportsegment werden kann. Die Marke On Running aus der Schweiz ist stark am Wachsen, denn durch den fast 100%igen Direct-to-Customer-Anteil haben sie hohe Margen und eine starke Kundenbindung. Und dann wäre da noch die Marke aus China, nämlich Enter Sports. Diese sehen wir uns im Folgenden etwas genauer an. Das Unternehmen Enter Sports aus China setzt stark auf Olympioniken und Basketballstars. Bei Enter haben bereits mehrere NBA-Player einen Vertrag unterzeichnet. Zugpferd ist NBA-Star Kyrie Irving. Sein Enter K1-Schuh erzielte auf Resale-Plattformen 2024 eine 19-fache Handelssteigerung. Für die Olympiade 2024 in Paris wurde der Champion Dragon Goldmedaillenanzug eingeführt und das Team China wurde damit ausgerüstet. Hier sehen wir ein weiteres Beispiel, das Enter Sports im Zusammenhang mit Olympia 2024 auf den Markt gebracht hat. Und aus verschiedenen Medienberichten wird deutlich, dass Enter Sports aus China die am schnellsten wachsende Schuhmarke der Welt ist. Sie haben ihren Umsatz von ca. 2,92% im Jahr 2022 bereits schon auf 3,38% im Jahr 2024 erhöht und werden diesen weiterhin stark erhöhen, während Nikes Umsatz von ca. 17% auf ca. 15,7% zurückgegangen ist. Im Heimatmarkt China ist Enter Sports klar führend. Sie haben hier einen Marktanteil von ca. 19 bis 23% bereits schon im Jahr 2023 erreicht. Höher als Nike China oder auch Adidas China. Sie übertrafen beispielsweise in 2024 Nike China um ca. 20% und Adidas China sogar um 160%. Auch das Unternehmen Li Ning wächst in China stark. Enter Sports steigerte ihren Umsatz enorm. Vom Jahr 2013 mit 8 Milliarden Renminbi-Yuan-Umsatz auf ca. 62 Milliarden Renminbi-Yuan, was ca. 8,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 beträgt. Das Unternehmen investiert in Premium-Angebote, zum Beispiel das Oberklasse-Label Enter Champions, und in Innovationen. Ihre Ausgaben hier betragen ca. 2 Milliarden Renminbi-Yuan. Vergleichen wir nun die Sportartikelhersteller in einem 10-Jahres-Vergleich, können wir erkennen, dass Nike hier in den Candlesticks dargestellt nur ca. 40% Kursgewinn hatte in diesem Zeitraum. Der S&P 500, hier in grün dargestellt, hat einen Kursgewinn von ca. 200% zu verzeichnen, ähnlich wie Adidas oder auch Lululemon. Hingegen schlechter sind die Aktien von Puma oder auch Under Armour gelaufen, die hier in den Graphen lila bzw. rot bei minus 65 oder minus 83% liegen. Der absolute Spitzenreiter hingegen bleibt aber das Unternehmen Enter Sports mit einem Zugewinn von 529%.
Kommen wir jetzt zum Fazit und Ausblick. Die Datenrealität bei Nike übertrifft die Hoffnungen vieler Investoren, was wir bereits schon in den Investor Relations von den aktuellen Earnings gesehen haben. Trotz kurzfristiger Einbrüche, dank seiner finanziellen Stärke bleibt Nike führend und durch hohem Werbebudget und Produktvielfalt unübertroffen. Nike lässt seine Markenstärke vor allem durch Innovation und Top-Athleten wirken. Wichtig ist aber, die Erwartungen müssen ständig übertroffen werden, statt nur etwas anzukündigen. Das Fazit bei Adidas ist, sie setzen verstärkt auf Lifestyle- und Retro-Modelle, wie zum Beispiel mit dem Samba-Schuh, und profitieren in China von einem gezielten Sortimentsmix. Puma mit dem Slogan Forever Faster fokussiert sich auf Schnelligkeit und Olympioniken, zuletzt zum Beispiel Jamaikas Sprintstars. Und um sich als Performance-Marke zu profilieren, belegt das auch der auffällige Puma Store-Logo-Auftritt. Die junge Marke On Running aus der Schweiz mit Federer Investor vermarktet vor allem Hightech-Laufschuhe und expandieren. Lululemon hingegen profitiert von seiner Kultposition in der Premium-Bekleidung, vor allem im Yoga- und Fitnessbereich. Die Marke Under Armour versucht nach Umsatzeinbruch mit Premium-Ausrichtung und erhöhten Verkaufspreisen zurückzukehren und Anta Sports setzt stark auf Olympioniken bzw. Basketballstars. Wie wir bereits schon vorher gesehen haben, sind sie aber auch nicht nur in China stark am Wachsen. Und wenn dir mein Video bisher gefallen hat, dann sei ein Gönner und lass mir ein Abo und ein Like da. Das hilft meinem Kanal beim Wachsen. Vielen Dank dafür. Ich habe gezeigt, wie Nike zu seinen Konkurrenten dasteht und euch dabei die 5 wichtigsten Finanzkennzahlen genannt. Disclaimer: Ich selbst bin nicht in die Nike-Aktie investiert. Nehmt bitte auch daher meine Darstellungen nicht als Anlass für euer Handeln. Hat euch dieser Vergleich gefallen? Dann gebt meinem Kanal eine Chance und abonniert ihn für mehr Finanzcontent und Marktanalysen. Kommentiert eure Prognosen unten zum Unternehmen Nike und schaut euch unbedingt das Video zum Unternehmen Amazon an, die ihre Partnerschaft mit Nike wieder aufleben lassen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.